Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, Mittwoch ist es um Zeit für unser Kultduell. Die einen sagen, die Politdinosaurier sind da. Das ärgert euch, ja, weil so jung kommen wir nie wieder zusammen wie mit Peter Westenthaler und Josef Schaap. Und Politdinosaurier ist höchstens gemeint, dass jeder von euch gute 30 Jahre Clubobmann und politischer Generalsekretär am Buckel hat, der eine mit der FPÖ, der andere mit der SPÖ. Die anderen sagen, die begnadeten Politmuppets sind da. Ja, auch das hört ihr nicht gerne. Aber als solche werdet ihr derzeit schon heftig beklatscht, weil es sagt, es gibt niemand, der vom Balkon herunter derzeit so gute Analysen liefert wie ihr zwei. Aber ihr zwei wollt sagen, die zwei Vordenker sind da. Und ich könnte heute auch sagen, die zwei politischen Pädagogen sind da. Denn heute machen wir Zeugnisverteilung, würde ich sagen. An und für sich sind die Zeugnisse ja längst geschrieben, auch längst ausgehändigt, wenn auch auf unterschiedlichsten coronamäßigen Wegen. Ja, aber jetzt ist es Zeit einmal für ein Politikerzeugnis von den beiden Vordenkern, Pädagogen, Peitschenknallern, wie man es nennen will. So, Peter, wenn du dieser Regierung ein Zeugnis gibst für das erste Halbjahr, was ist die Gesamtnote für die Regierung? Gerade noch genügend, würde ich sagen. Nämlich, es gibt in Wahrheit nur zwei Ereignisse, die dieses erste Jahr der Regierung nach der Regierungsbildung schwergewichtig beeinflusst haben. Das eine ist einmal die Gesundheitskrise Corona. Da hat die Regierung anfänglich gut gearbeitet. Der Shutdown am Anfang war richtig, er war dann zu lange hinten raus, aber jeder hätte dasselbe machen müssen, egal welche Konstellation. Es kam ein Virus auf uns zu, es kam etwas auf uns zu, wo keiner wusste, was es ist. Und daher musste man zum maximalen Schutz selbstverständlich diese dramatischen Sanktionen setzen, allerdings wie gesagt zu lange. Und der zweite Teil ist dann das, was daraus folgte, ist die Wirtschaftskrise. Es hat der Virologe Nowotny letzte Woche bei mir in der Sendung gesagt, er gibt der Regierung für ihr erstes gesundheitspolitisches Verhalten in der Corona-Krise, erklärt es sehr gut. Er kennt kaum ein Land, wo so genau der richtige Zeitpunkt erwischt wurde wie in Österreich, nämlich viel früher als in Italien, Spanien, Frankreich, viel ernsthafter als in Amerika oder Südamerika. Er sagt, wir sind da in den Top 3, 4 Ländern, was den richtigen Zeitpunkt anbelangt. Welcher Virologe war das? Der Nowotny. Dann ist es der bei der Regierung sitzt? Oder? Nein. Das ist also ich bin da überhaupt nicht der Meinung des Herrn Nowotny. Natürlich, wenn ich mich vergleiche mit den schlechtesten, mit Italien, Spanien, USA, dann sind wir super top. Aber wenn ich mich vergleiche mit unseren Nachbarländern östlicher Art und Weise, dann sind die alle besser. Tschechien, Ungarn, völlig wurscht, die sind alle in den Zahlen vor uns. Also ich würde da keinen Wettbewerb machen. Tatsache ist, dass die Regierung richtig gehandelt hat am Beginn und dass sie nachher leider sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. In der Kommunikation, und da werfe ich der Regierung hauptsächlich vor, und deswegen gibt es keine guten Noten, diese Angst- und Panikmache, die war falsch. Erinnern wir uns, 100.000 Tote, jeder wird jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Also sowas sagt man einfach nicht. Bis heute haben die Menschen Angst. Jetzt rechne ich gar nicht die 5 Psychosen und psychologischen Auswirkungen. 20% der Bevölkerung ist in psychologischer Behandlung, das muss man mir vorstellen, das hat es überhaupt noch nie gegeben. Jeder Fünfte, also das ist ja unfassbar. Man hat Angst gemacht, man hat mit falschen Argumenten argumentiert, man hat, erinnern wir uns, vor allem der glorreiche Herr Innenminister, der Ex-Boxer, der diese vier Regeln da durchboxen wollte, dass man nur mit 4 Gründen überhaupt an die Luft gehen darf. Alles falsch hat sich im Nachhinein herausgestellt. Das hat es nie gegeben. Es hat diese gesetzliche Grundlage nie gegeben. Deswegen werden jetzt alle Strafen aufgehoben. Also noch einmal, richtige Handlung, falsch umgesetzt. Und deshalb welche Note? Ich sage ja, gerade noch genügend. Also 4 minus. Ja. So, Josef? Ich mache zuerst einmal die mündliche Beurteilung. Ich glaube, dass Sie am Anfang sehr gut agiert haben. Das muss man sagen, im internationalen Vergleich. Haben rechtzeitig agiert, haben rechtzeitig entgegengehalten, aber sie hatten natürlich auch eine gute Basis. Erstens einmal gesunde Staatsfinanzen, zweitens ein perfektes Gesundheitssystem, zwar immer verbesserungsfähig, aber trotzdem ein gutes Sozialsystem, eine hohe Beschäftigungslage, etwas, das über Jahrzehnte sich aufgebaut hat, und das war einmal die Basis, von der sie agieren konnten, was andere Länder nicht konnten, ja, die schon in einer ganz anderen Situation waren. Punkt 1. Punkt 2, die österreichische Bevölkerung war sehr diszipliniert und hat hier von sich aus die entscheidenden Schritte gesetzt. Negativ ist,
dass sie uns da dieses Untertanengefühl vermitteln wollten. Der Herr Nehammer dauernd mit der Daumenschrauben dahergekommen ist. Also so autoritäre Grundtendenzen. Der Kurz mit der Angststrategie und dass sie teilweise verantwortlich sind, dass das zu lang und dass sie die kleinen und Mittelbetriebe zu einem großen Teil schwerstens geschädigt haben. Sie haben also daher auch die Wirtschaft schwerstens geschädigt. Sie haben dafür gesorgt, dass die Leute in eine Angstsituation hinein manövriert wurden von ihnen, wo die dann kaum mehr konsumieren wollten, einkaufen wollten und die Wirtschaft noch einmal geschwächt wurde. Das muss man schon. Das, was sie sich vorgenommen haben in der Regierungserklärung, konnten sie, das muss ich jetzt sagen, weil einfach dann der Virus gekommen ist, zum größten Teil nicht umsetzen, muss ich auch sagen. Von den wirtschaftlichen Maßnahmen, die Investitionsprämie, die Sozialpartnerschaftseinigung zur Kurzarbeit, weil der Kurz immer die Sozialpartner auf die Seiten geschoben hat, da musste er sich zusammensetzen. Also das ist wichtig. Fixkostenzuschüsse sind zwar gut, aber sehr, sehr spät. Das hätte viel früher kommen müssen. Der Härtefallfonds war ein Flop. Ja. Also ich versuche das differenziert. Bitte, Herr Professor. Ja, ich versuche das differenziert zu sehen. Ich hätte am liebsten, dass wir das machen mit 2 Noten. Semester 1, Semester 2. Semester 1 kriegen Sie von mir ein Gut, Semester 2 kriegen Sie nicht genügend, weil ich finde, dann kann man nur mehr die Fehler, auch diese Missachtung des Parlaments, diese Art und Weise bei der Aufklärung nicht mitwirken zu wollen. Den Ibiza-Untersuchungsausschuss wollten Sie zuerst verhindern, dann wollten sie haben, dass die Untersuchungsgegenstände möglichst gering, am besten gar nicht. Also das sind lauter Verhaltensweisen, die grauenvoll sind. Und daher kriegen sie ein dickes, fettes Fünfer im zweiten Teil. Auch was auch zu sagen, juristische Spitzfindigkeiten, wenn es um die Grundrechte geht, ja, her nicht richtig. Ja. Ich meine, das ist ein Wesen unserer Demokratie, dass die Grundrechte, Bewegungsfreiheit, dass das zu respektieren ist. Damit spielt man kein Spiel. Ja. Und dann muss ich sagen, es ist leicht im Flugzeug sitzen, ja, abgesehen davon, die Auer-Geschichte hätte ich gemacht mit einer Eigentumsbeteiligung, damit ich mitreden kann und nicht der Lufthansa 150 Millionen schenken, aber wurscht. Ist eben nicht wurscht. Ja. Aber wenn ich im Flugzeug sitze und ich habe einen Autopiloten, das heißt, ich brauche dort nur sitzen und es wird alles elektronisch sowieso automatisch gemacht, da kann man sehr gut sein. Wenn es aber mal schwierige Zeiten gibt und ich muss selber steuern, das Flugzeug, ja, dann entscheidet sich, ob man ein Profi ist oder ob man kein Profi ist. Und Sie befinden sich meiner Meinung nach im Sinkflug und wenn Sie nicht aufpassen, wird es einen Absturz am Schluss dann auch noch geben. Das ist meine Prognose. Damit sind wir, das heißt, du drohst Ihnen sozusagen einen Nachzipper an fürs nächste Semester. Eine Nachprüfung, ja. Nicht genügend, ja. So, allerdings, wir sind sozusagen beim Klassenbesten, beim Kurz, weil der ist ja der Pilot. Profi oder nicht Profi, um bei deiner Frage zu bleiben? Also ich muss sagen, im ersten Teil ist es gut, vor allem, weil er auch das so gut kommuniziert hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und er ist ein begabter Kommunikator, aber ohne den Anschober war er nur 50%. Weil der Anschober hat einfach statt der Anschober tritt im Fernsehen auf und schon machst den Mund auf und willst dich von ihm untersuchen lassen. Ja, so einen ärztlichen Grundton hat er. Also der macht das gut, der Anschober, und das will ich jetzt einmal ganz in aller Ruhe sagen. Aber beim zweiten Teil sieht man, dass er trotzdem, er jetzt schon 7, 8 Jahre in der Regierung ist, noch immer nicht diese professionelle Fähigkeit und Qualifikation hat, die man haben müsste, um dann in schwierigen Zeiten auch wirklich sich durchzusetzen. Aber er hat ja extrem viele Bundeskanzler erlebt. Kreisky, Franitzky, Klima, Gusenbauer, Feimann. Ich würde sagen, das Kapitel Kerner sparen wir da. Genau, danke. Hätten die das anders gelöst? Also die hätten den ersten Teil genauso gemacht, ist meine These. Ja. Den zweiten, die hätten aber immer auf die Wirtschaft geschaut. Das heißt zwar immer, da geht es um die Beschäftigung, weil wir hätten niemals akzeptieren können, dass es über 1 Million Arbeitslose, Kurzarbeiter und so weiter. Also wir hätten viel mehr auf die Wirtschaft geschaut. Wir hätten auch viel mehr auf die Grundrechte und auf die Demokratie geschaut. Und wir hätten geschaut natürlich, dass das Gesundheitssystem nicht zerstört wird. Da waren wir auf einer Linie gewesen, ja, oder dass es nicht an die Grenzen der Belastung kommt. Aber was natürlich der Kurz hat, er hat mit dem Herrn Steiner und er hat natürlich mit dem Herrn Fleischmann und mit anderen hat er einen, braucht er nur Insider Türkis lesen, ja, das Buch, hat er natürlich einen Beraterkreis, auf den er aber mittlerweile nicht immer hört. Und das ist oft auch die Quelle von Fehlern. Denn die Angststrategie, fürchtet euch, wollte anscheinend in der Beraterrunde keiner. Das hat nur der Kurz wollen, weil er das mag, wenn sich alle fürchten und sagen, dann halten wir uns halt an den Bundeskanzler an, damit er uns rettet. Er ist unser Retter, unser Erlöser, bitte hilf uns. Herr Professor, die Note für unseren Klassenbesten.
Die Note für ihn selber ist am Anfang auch ein Gut, ja, und am Schluss von den Auswirkungen, von der Art und Weise, wie er mit dem Parlament, mit den Grundrechten umgeht, wie er sich darstellt, muss ich ehrlicher sagen, mir hilft es nichts, wenn einer eine falsche Politik mit einer guten Kommunikation kombiniert, weil entscheidend ist die Substanz der Politik und daher muss ihm leider einen Nachzipf geben und er muss im Herbst antreten. So. Peter Westenthaler? Ich fange so an, ich habe an diesem Tisch, wir sitzen jetzt schon 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre, machen wir das jetzt da schon. Und du wirst dich erinnern, ich habe den Kurz am Anfang sehr oft verteidigt, eigentlich, weil ich ihn wirklich sehr positiv bewertet habe und weil er, sage ich mal, bis zu dieser Corona-Kiste im Großen und Ganzen keine schlechte Arbeit gemacht hat. Mich hat er in dieser Corona-Zeit echt enttäuscht und zwar genau dort, wo ich es mir nicht erwartet habe, nämlich genau in der Kommunikation. Wenn immer alle sagen, er ist ein Marketing-Genie, ein Kommunikationsprofi, dann war er das bis dorthin, aber in der Corona-Krise war er es überhaupt nicht. Weil so viele Kommunikationsfehler, wie er da gemacht hat, hat er in den ganzen 7 Jahren vorher seiner ganzen politischen Karriere nicht gemacht. Denn wenn du jetzt zurückblickst, dann bin ich mir sicher, dass er sich selber in den Allerwertesten beißt über die Aussagen 100.000 Tote und jeder wird jemanden kennen, der an Corona... Eben nicht. Doch. Das ist sein Fehler. Ja, er zeigt es nur nicht. Das ist der zweite Vorwurf, den ich ihm mache. Es hätte ihm gut angestanden. Es hätte ihm wirklich gut angestanden. Ich hätte ihm das bewertet und ich glaube, die Österreicher auch. Wenn er das auch eingestanden hätte einmal, in einem Anfall von Ehrlichkeit, sich hingesetzt hätte und gesagt hat, ja, das war eine Fehleinschätzung, die ist passiert aufgrund der Falschberechnungen der Mathematiker, dann ist das diese Wahrheit, diese hochgefeierten Poppers und wie sie alle hassen, die haben das alles eingeredet und die haben alles ausgerechnet. Der ist in der laufenden Pressekonferenz verrechnet, da völlig daneben. Die Mathematiker haben das kommunikative Grab dem Kurz geschaufelt, nicht die Virologen, die Mathematiker waren es. Am Anfang waren dort fast nur Mathematiker drinnen und keine Wirtschaft. Und keine Wirtschaft, das sowieso nicht. Und die Virologen, auf die hat er halt nicht gehört. Aber die Wahrheit ist, dass das ein schwerer kommunikativer Fehler war, verbunden mit dem, was du auch gesagt hast, mit der Angstmache generell. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum man das dazu braucht, um die Menschen zu disziplinieren. Also die Note für den Kanzler, weil du bist ja weniger feig als der Chap, du gibst ja eine Gesamtnote ab. Wenn ich die Regierung mit gerade noch genügend abgefeiert habe, dann ist der Regierungschef nicht anders, auch gerade noch genügend. 4 Minus, ohne Nachzipf. Ja, der ist doch viel milder als ohne ich. Nachzipf. Nein, Nachzipf nicht, weil eins muss man auch anrechnen, jetzt reden wir mal was Positives. Das Ganze war von Februar, März weg ein Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, den es in dieser Form noch nie gegeben hat. Und da tue jetzt einmal alle inhaltlichen Argumente weg. Das musst du erst einmal als Kanzler einordnen richtig. Und da musst erst einmal auch die Führung einer Regierung durch diese Krise hindurch erst einmal auch zusammenbringen. Das rechne ich schon hoch an, deswegen ist nicht genügend. Da bin ich schon bei dir, aber weil das so ein großer Unterschied ist, der zweite Teil vom ersten Teil, habe ich mich entschieden, dass man 2 Noten gibt, weil ich finde, das wäre ungerecht gegenüber dem ersten Teil. Das ist schwerer. Das zählt aber bei dir dann im Endeffekt die zweite Note. So, kommen wir zum inneren Kreis, zu diesem Corona-Quartett, das da mit dem Kurz aufgetreten ist. Oder 3 waren sie und den 4. rechnen wir gleich dazu. Anschober, Nehammer, Kogler und Schallenberg. Ja? Gehen wir mal diese 4 durch. Die Noten für die 4 bitte, Herr Westenthaler. Angstschober würde ich einen befriedigend geben. Der hat gut begonnen, dann hat er Schwächen gehabt. Erinnern wir uns an das Verordnungschaos zu Ostern, das ja völlig daneben gegangen ist. Erinnern wir uns an die Maßnahmen, die zum Rausgehen, die hat ja auch sein Ministerium erfunden. Das heißt, ich glaube, der Angstschober ist aufgrund der mangelnden Fachkompetenz, die man nicht haben kann, er kommt ja nicht aus dem Gesundheitsbereich, das war ja ein Anhängsel seines Ministeriums, wusste ja vorher niemand, dass das so in die Höhe geht. Er musste sich da einarbeiten und ich bin der Meinung, dass er von seiner eigenen Beamtenschaft einige Male gelegt worden ist. Das glaube ich auch, ob bewusst oder unbewusst, Ostererlass. Dieser Komiker, der da im Fernsehen auftritt. Er hat sich dann wirklich gefangen und seine Auftritte sind durchaus wirklich jetzt kompetent. Wenn er es zustande bringen würde, weniger oft den Zeigefinger zu heben und die Stirn zu runzeln und schon wieder vor der zweiten Welle zu warnen und weniger das zu tun, was ihm er seinen Spitznamen eingebracht hat, nämlich Angst machen, Angstschober, hätte man einen Ansatz gegeben. Ich gebe ihm das aber jetzt kriegt er 3 Minus von dir. 3 geradeaus befriedigend, weil er hat uns dort gut durchgelenkt. Nehammer? Ja, das wird jetzt ganz schwer. Nehammer ist aufgrund der Tatsache, dass er ja auf verlaufender Kamera dem ORF vom Armin Wolf eigentlich der Unwahrheit überführt worden ist, klar, das ist nicht genügend. Also jemand, der sich bei jeder Pressekonferenz hinstellt und sagt, ihr werdet gestraft,
wenn ihr nicht nur wegen diesen 4 Gründen ausgeht, und das wurde ja dann auch getan. Es sind Frauen gestraft worden, die beim Supermarkt einkaufen und dann hat man reingeschaut ins Sackel, wenn sie nicht nur das Notwendigste gekauft haben, wurden sie bestraft. Mütter in Parks, Menschen, die auf Banken sitzen. Also die wurden alle bestraft. Jetzt heute ist alles nicht mehr. Und das ist ein massives... durchgefallen. Klassischer Durchfaller. Ja. Kogler? Kogler würde auch so genügend einstufen, ein bisschen besser wieder in dem Fall wieder Kurz, weil er auch vom Fachbereich mehr zu tun hatte wie der Kurz. Also nicht 4 minus, sondern 4 plus. Ja, weil er hat den ganzen Sport- und Kulturbereich angehängt, wobei man beim Kulturbereich einmal glatte 5 auf den hat er immerhin versemmelt samt der Staatssekretär. Das Auswahlverschulden, Lunacek wäre eigentlich auch nicht genügend. Beim Sport ist er auch noch nicht der Profi, aber insgesamt hat er keine schlechte Figur gemacht, bis ein paar kleine Ausrutscher, und daher ist es ja kein nicht genügend. Und Schallenberg? Schallenberg ist für mich in dieser Regierung einer der allerbesten, 1 bis 2. So, jetzt ist der Josef dran. Ja? Josef, fangen wir mal mit Nähermann an bei dir, weil das ist ja dein Lieblingsschüler gewesen in diesem ganzen Semester. Selten einen Lehrer gesehen, der einen Schüler so geliebt hat wie du den Nähermann. Ne? Ja? Gut, also, ja, genau. Was ist die Note für Nähermann? Ehrlich gesagt, braucht eigentlich ja gar nicht fragen, aber der vermittelt nicht Sicherheit, sondern Unsicherheit. Das ist das Problem. Denn wenn ich Dinge behaupte, wenn ich Vorschriften erkläre, wenn ich Leute zu einem bestimmten Verhalten zwinge und dann habe ich keine Rechtsgrundlage dafür und dann beschweren sie die und das wird wieder aufkommen, die Strafzahlung, ehrlich gesagt, so ein Innenminister brauche ich nicht. Ja, der vermittelt nur Unsicherheit. Das ist kein Sicherheitsminister, das ist ein Unsicherheitsminister. Und daher muss ich sagen, auch die Art, wie er auftritt und so. Ja, dieses, ihr Untertanen habt, hoffentlich lasst den Fernseher jetzt ja auftrat, wechselt sie ohne den Kanal. Ich sage jetzt, wo der Nähermann den Most holt. Flex. Das brauche ich nicht. Ja, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Daher ist es ein nicht genügend, und zwar ein totales nicht genügend. Gut, ja. Anschober, der kriegt bei mir im Gegensatz zu dir, muss ich dem doch einen Zwarer geben. Ja. Weil ich finde, ich mag zwar, der macht seinen Job, ja. Ich weiß es, den kenne ich ja noch aus dem Parlament, das ist ein sogenannter Tag- und Nachtarbeiter, ja. Und der hat sich das jetzt erarbeitet und den Kurz überholt. Und das muss man schon einmal sehen auch. Ja. Das heißt jetzt, Anschober ist beliebter als Kurz. Das wird das Umfeld des Kurz in Panik versetzen. Ja, die werden jetzt Tag und Nacht nachdenken, wie können wir dem Anschober wieder irgendwo eine Falle stellen, damit er wieder zurückfällt und damit unser Kurzi ganz aufkommt. Ja. Also das, glaube ich, und daher sollte man einen Zwarer geben. Den Zwarer gebe ich ihm deswegen, weil er den Kurz überholt hat. Okay. Der Kogler bemüht sich, den kenne ich auch von früher, von sehr oft, der ist bei der Kultur da bin ich daneben gehauen. Ja. Also das ist jetzt aber mit Andrea Mayer, da hat er, glaube ich, wahrscheinlich eine sehr gute Entscheidung getroffen, aber der hätte sich mehr um die Kultur kümmern müssen. Ich kann mich nur so ein Parlament erinnern, es war weder die Kultur noch der Sport seine Schwerpunktthemen, die er hatte, aber das macht er halt jetzt, damit er die Vizekanzler-Koordinierungshaken machen kann, und da muss ich sagen, da übernimmt er sich teilweise. Das muss er mal machen dort, ja, in einer Koalition herumkoordinieren. Da übernimmt er sich. Übernimmt er sich, er hat auf den Finanzstaatssekretär verzichtet, schwerer Fehler, jetzt sieht man es erst. Weil vielleicht hätte er, wenn er Finanzstaatssekretär dort gesessen war, vielleicht hätte er das gesehen, dass das nicht 102.000 € sind in den Angesetzesantrag in der Corona-Krise, sondern 102 Milliarden. Ja. Vielleicht hätte er das gesehen. Und das ist natürlich ein schwerer Fehler gewesen, weil der Gernot Blümel natürlich tanzt auf 17 Kiertagen. Ja. Zu dem kommen wir gleich. Zu dem kommen wir gleich. Und dann die 4. Note Schallenberg, also die Note für den Kogler schuld ist noch. Die Note für den Kogler ist in dem Fall ein 3-. Gut. Ja. Und Schallenberg zum Schluss? Den kenne ich auch sehr gut. Der hat es bis jetzt sehr gut gemacht. Ja. Der hat diese Zurückhaltung. Das letzte Mal hat er schon ein bisschen vorher eine Message-Control-Schulung vom Fleischmann gehabt. Das habe ich schon gemerkt. Da hat er ein bisschen schon angefangen. Ja. Wenn er das nicht macht und wenn Schallenberg bleibt, dann hat er eine gute Chance, dass er von mir einen Ansatz kriegt. Gut, so, dann haben wir noch 2 türkise Männer, nämlich Blümel und Fassmann. Blümel kriegt welche Note von dir? Man muss ja sagen, im Gegensatz zu Anneliese Rohrer bin ich ja echt milde. Ja, die hat ja, glaube ich, gesagt, alle gern weg. Ja. Und wenn sie als Frau sagt, und vor allem die ÖVP-Frauen kehren aus der Regierung alle weg, da muss ich mich zurücklehnen, weil da bin ich ganz vorsichtig. Aber an den Fassmann finde ich, da habe ich den Eindruck, bei dem geht die Message Control vorbei.
Fassmann macht, was er will. Ja, das ist einmal was grundsätzlich Sympathisches. Ja. Man muss nicht alles seiner Meinung sein. Ja. Er ist auch herumgeschwommen bei dieser Schulschließung, Schule auf, Schule schließen, am Nachmittag, nicht am Nachmittag. Da hast du richtig gemerkt, das ist für ihn Neuland. Aber ich finde, dass er allein sagt, weißt du was, Fleischmann, ruf mich nicht an, ich weiß selber, was ich zu sagen habe, das macht ihm nicht unsympathisch. Note? Da kriegt er von mir, wegen Herumtouren da bei den Schulschließungen, ist es ein 4+. 4+. Und Blümel? Der Blümel ist ein eigenes Kapitel. Ich muss sagen, mein Problem ist, ich kenne die alle sehr gut. Ja. Ja, und ich weiß ja, was die können und was sie nicht können. Ja. Allerdings, dass er mit Zahlen ein Problem hat, ist mir bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Allerdings war das keine Kleinigkeit, wobei man sagen muss, da sind nicht andere auch noch beteiligt, dass dann so ein Text vorliegt, wo das alles fällt. Ja. Aber als Finanzminister muss ich mir das anschauen. Ja, das muss ich mir anschauen. Und wenn ich schon in Wien eine Nummer sein will und dort eine Rolle spielen will, dann muss ich zahlensicher sein. Dann muss ich budgetsicher sein. Ja? Weil der hat ja am Schluss, schau, über den Satz koste es, was es wolle. Ja, über den kann man lang nachdenken. Erst einmal ist es in der langen Reihe der ÖVP-Folterstrategie beim Sparen ist das einmal ein echter Bruch. Zweitens einmal, kostet es, was es wolle, muss man in Zahlen gießen, weil was heißt das? Ja? Also das ist er ja schuldig geblieben, aber das war halt auch so eine Fleischmann-Idee und der gehört zu denjenigen, der diese ganzen Fleischmann-Wörter und das ist der Kommunikationsmaxel, falls die Zuschauer nicht gleich wissen, wer das ist, der setzt es jedes Mal zu 100% um und zwar schneller, der redet da schneller, als er denkt, wenn er vom Fleischmann angerufen worden ist. Ja, beim Blümel ist es natürlich aufgrund all der Dinge, muss ich sagen, es ist ein Vierer. Ja, ich meine, ich will fair sein. Ja, ein Vierer. Vier minus. Westenthaler Blümel kann ich mir vorstellen, bitte. Also auch den Blümel habe ich da, bevor er Finanzminister war, einige Male verteidigt. Ich bin 4- gegeben. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das der klassenschlechteste. Das heißt, gleich Wiederholung, ohne Nachzipf. Und ein Begleitlehrer, weil er so 86 Mal vergisst, braucht er einen Begleitlehrer dann, wenn er die Klasse wiederholt. Also Blümel ist für mich die größte Enttäuschung, ist ramponiert. Es ist ein völliges Rätsel, dass die ÖVP mit denen in die Wienwahl hineingeht. Ich glaube nicht, dass nach wie vor hervorragende Werte. Ja, warte noch ab, wie es dann wirklich ausgeht. Ja, das ist immer so leicht gesagt. Deine Werte. Devise ist, der wird in Wien eine Blümeldämmerung erleben. Der wird eine Blümelei, eine Blümeldämmerung erleben. Der kommt über keine 20% in Wien. Das ist ja das erklärte Ziel, das ist zu verdreifachen, wenn es geht, von 9 weg. Na, das geht dort den Bach hinunter, weil der massivst, und zwar massiv beschädigt ist als Person. Aufgrund der Wahnsinnigkeiten im Budget. Zuerst hat er wochenlang keinen zusammengebracht, dann diese Nullenpleite. Aufgrund es wird ihm jegliche Nichtauszahlung von Hilfsgeldern wird direkt dem Blümel als Finanzminister angehängt. Das heißt, für jedes Unternehmen, für jeden Österreicher, der auf ein Geld war, das nicht kriegt hat, abgelehnt worden ist oder so lange warten musste, dass sein Unternehmen zusperrt, ist das der personifizierte Innenminister. Also Note Blümel, du hast es schon angedeutet, ist 5 bis 6. Also 5 minus. 5 minus. Ein Bombenfleck, wie man so schön sagt. Also beim Fassmann. Der Fassmann ist so schwer greifbar. Ich meine, wenn er sich hinsetzt und redet, der hat ja Sätze, Schachtelsätze, die sehr lang auch sind, den würde er befriedigend geben, macht solide Arbeit. Und so, dann kommen wir zu den türkisen Frauen. Schramberg, Raab, Aschbacher, Köstinger. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ja. Welche Noten kriegen die 4? Ich würde mal eine hervorheben, das ist die Schambeck. Für mich ist die Wirtschaftsministerin eine gute Wirtschaftsministerin, setzt sich sehr ein, kann halt nur das umsetzen, was überhaupt möglich ist. Sie ist massiv abhängig vom Blümel, vom Finanzminister. Aber die macht für mich von diesem Quartett eigentlich den besten Eindruck. Note? Gut. 2. Ja. Aschbacher? Lass mich vorher noch die Elli Köstinger, die sie meiner Meinung nach auch einsetzt, von der ich eigentlich auch positiv überrascht bin, dass sie jetzt diesen Jobwechsel, man hat ja ein bisschen was weggenommen und jetzt für die Landwirtschaft, der würde auch ein befriedigend geben. Und dann kommen die zwei, bitte nicht frauenfeindlich, aber das steht heute in jeder Zeitung, 2 Sprechpuppen. Das ist Raab und Aschbacher. Da fällt mir, da habe ich nicht einmal die Möglichkeit, da hätte ich nicht einmal das Notensystem ausreizen bei denen, weil dann müsstest du ja den Kurz bewerten. Das heißt, die beiden, die brauchen brauchen alle zwei eine Rhetorikschulung, vor allem die Frau Aschbacher, die ja keinen Millimeter von dem
abweicht, was sie vorliest bei einer Pressekonferenz. Das merkt man dann bei den Fragen. Auch du hast sie schon ein paar Mal befragt. Da kriegst du nichts raus, da gibt es keinen Millimeter von dem. Also das wird alles eintrainiert vor dem Spiegel nur falsch. Also die Noten für Raab und Aschbacher? Ja, das sind beide so zwischen 4 und 5. Ja. Beide zwischen 4 und 5. Also das ist aber kein Sitzenbleiben wie beim Blümel? Nein, das nicht. Also die dürfen das nicht, weitermachen. denn sie sind ja... Aber den Blümel würdest du entsorgen? Ja. Der Kurz Der steht ist- knapp vor dem der ist Entsorgen bei dir. rücktrittsreif. Und Der Blümel. der Blümel Ja. ist der einzig rücktrittsreife Das ist der derzeit. einzig wirklich rücktrittsreife. Ja. Gut, die 4 Damen, Türkisendamen, Josef? Darf ich noch hinzufügen? Ja. Das ist -4 beim Blümel. Das heißt natürlich schon, dass der über den Sommer lernen muss und dass der natürlich eine Nachhilfe braucht und einen Begleitlehrer, und zwar Mathematik. Ja. Aber ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich den jetzt einfach einen Fünfer gebe, weil er der Spitzenkandidat bei der Wiener Wahl ist von der ÖVP. Naja, aber das hat er Dann sich sagt selber jeder, das sagst du nur, weil er Spitzenkandidat Okay, ist. du Ja. sollst die Also, 4 Türkisenfrauen sag's nur bewerten. hinzugefügt. Ja. Ja? Schramböck? Der Scharnböck ist Note? Wirtschaftsministerin und macht das, was man ihr anschafft. Und ja, also ich Macht das, was man ihr anschafft, begrenzt, ja. da bin ich begrenzt Ja. begeistert. Also, Also betragen sehr gut, aber was ist die Note für inhaltlich? ja, also es ist genügend auch eine gute Note. Genügend. Ja. So, Dann Köstinger? Köstinger, die hat immer so ein Lächeln wie lieber Zuseher, liebe Zuseherin, es ist der Weihnachtsabend und ich bringe euch wieder Geschenke. Das macht mich fertig, das halte ich nicht aus. Also wenn die So wie die Kommunikations... Tanja mal fertig gemacht hat, macht ich auch die Köstinger. Ja, fertig. aber da muss er Training machen. Also Training, man soll nicht zu viel trainieren natürlich, aber die Botschaft ist auch eine bildliche Botschaft. Ja? Und wenn die dann jedes Mal kommen mit irgendwelchen Dingen, die schon hart genug waren und jetzt wird es wieder lockerer und dann lacht sie mir so dazu, das Da würde ich verstehe dir ich nicht. sagen, Herz zum Grinsen auf. als Lehrer. Eigentlich ja. Und in einer Note drückt sich das Grinsen wie aus, also Betragensnote schlecht. Sie kann sich offenbar, bei weil einem sie dann Vierer mit grinst. weniger Grinsen auf einen Dreier arbeiten, wenn sie Verstehe. will. Aufarbeiten, Wenn sie will. aufarbeiten. So. Wenn sie will. Und dann haben wir die 2 Damen Aschbacher und Raab. Ja, die habe ich nicht im Notensystem. Die finde ich nicht. Weil da tue ich mir Die echt sind schwer. dir nicht aufgefallen in der Da Klasse. schätze ich ehrlich. Du weißt nicht, wo die sitzen. Da auf bin gut ich ganz Deutsch. vorsichtig der Meinung von Anneliese Rohrer, weil die hat das alles auf den Punkt gebracht, Das nur alle umfassender. Ich muss noch eins hinzusagen, ich tue mir bei dieser Benotung generell schwer, weil ich habe Noten immer gehasst wie die Pest. Ja, weil ich eben. bin ja selber immer benotet Darfst du worden. das selber Ja, verteilen, das habe ich ja? halt einmal gemacht. So, Aber und deshalb darfst du dann noch gleich mit den Grünen weitermachen und aufhören. Wir haben ja auch noch grüne Frauen. Ja. Wir haben Zatic, Gewessler. Wen haben wir noch? Habe ich jetzt jemand übersehen? Nein, das war schon. Also Zatic Mehr und gibt's nicht. Gewessler. die haben ja nicht so Es gibt viel. nicht, ja. Zatic 4. und Gewessler. Ja, ja, Die nein, sind das ja ist nicht im zu viert. Prinzip Zadic? eigentlich, nein, Zadic muss ich sagen, auch wenn sie da keine gute Rolle gespielt hat oder spielt bei den ganzen Ibiza-Video-Angelegenheiten, kriegt sie einen Zwarer. Das muss ich schon sagen. Ja. Und Gewessler? Gewessler ist bemüht, ja, und im Moment ein Zwarer, ja, muss ich sagen. Gewessler hat die potenzielle grüne Atombombe in dieser Region? Wie würdest du das bewerten? Mir ist in der Regierung zu wenig Gewessler. Also sie hat da in dieser ganzen Krise ist sie am Anfang überhaupt wochenlang nicht vorgekommen. Sie ist nicht aufgetreten. schwer. Ja, aber mir ist es zu wenig, weil ich glaube, da ist mehr, da könnte mehr kommen. Ich glaube, sie könnte noch mehr das Gesicht der Grünen werden, anstatt nur den Herrn Kogler da immer rauszuhängen. Ja. Ich glaube, sie könnte da eine positivere Rolle spielen. Es ist so. Die hat mehr an Zeug, als sie bisher geleistet hat. Und deswegen muss ich ja leider 3 bis 4 geben, weil da ist mehr drinnen, also mit Verbesserungsmöglichkeit. Und bei der Tadic bin ich auch der Meinung, die macht es überraschend gut, traut sich was, mutig, wie man gesehen hat, Pilnacek. Jetzt bei diesem Video, okay, das ist ein bisschen schwierig für sie auch, weil eins muss man auch sagen, es will ja niemand einen Fehler machen, es kommt ja auch noch dazu. Du bist ja als Minister und das ist ja die Gefahr. Wenn gibst das zu früh raus, machst einen Fehler, wirst angeklagt, hast da irgendeinen Amtsmissbrauch. Also das verstehe ich, deswegen würde der Tadic auch ein Gut geben. Spannend. Das war eure Bilanz in Noten und jetzt ganz zum Schluss die Bilanz in Worten dieses politischen Halbjahres. Ja, Erschöpft der Ja, Westenthaler? nein, für uns ein gefundenes Fressen. Also wir sind ja als einer der wenigen, muss man dazu sagen, mit unseren anderen Co-Diskussionspartnern in den anderen Sendungen, eigentlich die ganze Krise durch da ins Studio gekommen, das muss man einmal sagen. Das ist ja, war auch nicht so schlecht und nicht über Skype, weil die Skype-Videos sind ja was Entsetzliches. Also wir haben immer was zu tun gehabt, aber jetzt von den Ereignissen der letzten Monate, des letzten Jahres,
ist es nicht mehr, kaum mehr zu toppen. Man soll das zwar nie sagen, aber es ist kaum mehr zu toppen, dass du in 12 Monaten eine Regierungsbildung hast, Neuwahlen hast, Regierungsbildung hast, eine solche Koalition, wo zwei Parteien zusammenkommen, die in Wahrheit überhaupt nicht miteinander was zu tun haben, und dann noch diese Corona-Krise. Also so ein Jahr ist einzigartigst. Ich glaube, das ist kaum mit etwas zu vergleichen. Deshalb blickt man noch ganz kurz ins nächste. Wie geht es im nächsten Schuljahr weiter? Wird die Klasse das Schuljahr überleben, Herr Westenthaler? Naja, wenn man überlegt, was sich da in den letzten Tagen und Wochen abspielt, dass da es kracht im Gebälk immer mehr, dass da offenbar jetzt Reibungsverluste entstehen, getrennte Pressekonferenzen, auch gegeneinander und, dann ist da irgendwie kommunikativ und auch politisch die Luft ein bisschen draußen. Also es dürfte da zu immer mehr Konfliktherden kommen. Ob das schon reicht für ein Ende der Koalition, wage ich nicht zu behaupten. Der Sommer ist immer auch eine Zeit, wenn es heiß ist, wird es auch in den Köpfen heiß. Wird oft gestritten in Regierungen, sind auch schon viele gebrochen im Sommer. Das wird es so schnell nicht geben, weil es keine Alternative für beide gibt. Es wird also keinen Bruch geben, aber es wird schwieriger werden. Es wird hin zum 11. Oktober zur Wienwahl, die hoffentlich auch am 11. Oktober stattfindet. Who knows? Gehen die Zahlen wieder hinauf, haben wir keine Wahl. Also bis zum 11. Oktober wird es sich zuspitzen und wird es noch mehr Damit Konflikt sind wir geben. am Schluss. Prognose für die Wienwahl noch ganz kurz. Das wird ein Startzielsieg für den Bürgermeister Ludwig, der, das möchte ich auch da sagen, wir geben jetzt zwar keine Noten mehr, aber der Wien in dieser Krise sehr unaufgeregt, kompetent und auch mit sehr guten Ideen, siehe 50-Euro-Gutschein für die Gastwirtschaft, Taxigutschein, alles also wirklich bemüht, den Menschen da auch etwas zurückzugeben, der sehr, sehr gut die Stadt durch diese Krise gelenkt hat. Du sagst, es wird eine Blümeldämmerung geben. Es Wer wird eine profitieren davon? geben, weil wir bis zum Oktober auch die zweite Welle haben, und zwar nicht die gesundheitliche, sondern die wirtschaftliche. Bis zum Oktober hinein werden mehrere Unternehmungen zusperren müssen, weil sie es nicht mehr daheim, weil dann die ganzen Stundungen bezahlt werden müssen. Also es kommt die zweite Wirtschaftskatastrophe. Und wer wird profitieren davon? Und profitieren wird davon, so nehmen wir mal an, im Vergleich zu jetzt die FPÖ, weil halt nicht so viele Wähler wandern werden zur ÖVP. Ich glaube, dass die FPÖ in der Zeit unterbewertet ist, dass der Dominik Nepp einen tollen Job macht, auch in der Krise kompetent war, und dass sie stärker abschneiden wird, da ist eigentlich... Und die Auferstehung des Strache werden wir erleben am Ende dieses Ibiza Jahres? Die findet nicht statt. Die findet nicht Da statt. muss ich die wenigen, die es vielleicht versprengten, die es noch gibt, enttäuschen. Also unter 5% Strache. Unter 3%. Unter 3% OGM hat ihn jetzt in Wien erstmals unter 3%, Tendenz fallend, -1. Ja. Auch die eurige Umfrage ist 1 runtergegangen von 6 auf 5. Das wird nichts mehr, weil die Menschen drauf kommen, dass das eine verlorene Stimme ist. Wenn man dort wählt, dann ist die Stimme weg, weil wenn er nicht reinkommt, ist die Stimme weg. Und daher wird ihm das ereilen, das Schicksal wie jeder Abspaltung, dass er irgendwo zwischen 2 und 3% landen wird. Josef, dein Resümee dieses politischen Halbjahres? Ja, das haben wir begleiten dürfen da in der Sendung, und wir sprechen unterbrochen auf der Straße Zuseherinnen und Zuseher an, die das schätzen, dass da offen gesprochen wird, offen Kritik geübt wird, aber nicht alles verdammt wird, sondern dass wir da versuchen, fair zu sein. Das ist einmal das eine. Das andere ist, es ist am Anfang die Politik der Kurz-Grünen-Regierung eine überhebliche gewesen. Ich brauche keine Sozialpartner, ich brauche keine anderen Parteien, mich interessiert die Opposition nicht, ins Parlament gehe ich nur, wann ich muss und. Ja. Und in der Wirtschaft als Aufpasser und Sozialpartner hat er den Herrn Mara hingesetzt, und der hat sehr, wie soll man sagen, so Anwandlungen gehabt, die dann der Nehammer als Innenminister besonders autoritär ausgelebt hat, und das ist in der Summe unsympathisch. Der Österreicher will das nicht, der will in einer offenen, demokratischen, vielfältigen Gesellschaft leben, aber unter Wahrung der Gesetze, dass man sich daran hält, dass das alles sozusagen geordnet ist. Ja, da bin ich sowieso auch dieser Meinung. Und daher muss ich sagen, ist meine Perspektive, was die dann weitermachen werden, wenn die jetzt da schon gegeneinander Pressekonferenzen machen und wenn die jetzt durch diese eine Krisenentwicklung mit der Wirtschaft so große Probleme schon produziert haben und nicht rechtzeitig, nicht treffsicher, nicht unbürokratisch helfen konnten oder wollten, weil sie möglichst wenig Geld ausgeben wollten und wollten, dass zwar in der Überschrift viel Geld steht, aber real weniger ausgezahlt wird.
Wenn das so ist und wenn die Wirtschaft, wie der Generalsekretär der Industrievereinigung gesagt hat, im Herbst noch einmal Probleme bekommen und noch einmal Kurzarbeit droht oder überhaupt keine Arbeitslosigkeit, dann muss ich sagen, dann wird es eng werden. Und dann werden die Werte in den Umfragen vom Kurz und von der ÖVP runtergehen. Und warum dann bei den Grünen das raufgehen soll, wird mir ein Rätsel bleiben. Es wird nicht raufgehen, weil die natürlich letztendlich, siehe Sigrid Maurer als Klubobfrau, Wasserträger. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Also ich habe mich immer bemüht, als Klubobmann auf Augenhöhe mit meiner Regierungsfraktion, wie wir noch in der Regierung waren, in den Gesetzwerdungsprozess, dass da die Parlamentsfraktion dabei ist. Ja? Und abnicken wirklich nicht. Ja? Also, sondern das muss ein gemeinsames Werk sein. Aber die Maurer, aber auch der Wöginger, die brauchen ja nach jeder Sitzung einen Physiotherapeuten, der ihnen den Nacken massiert, weil vor lauter Abnicken kriegen die Verkrampfungen dort. Ja? Und mit ihnen noch viele andere in der Fraktion auch noch. Und das finde ich schlecht. Schlecht für die Demokratie, schlecht fürs Parlament. Nicht streiten. Aber es muss also es wird so eine türkis-grüne Dämmerung geben, auch bei der Wienwahl? Bei der Wienwahl bin ich der Meinung, was selbstverständlich ist, ich bin auch persönlich befreundet mit dem Bürgermeister, er macht das einfach gut. Und ich muss sagen, die anderen sehe ich nicht. Also Ludwig gewinnt souverän. Ja, und die anderen siehst du nicht. Der Ludwig gewinnt dann souverän, das muss ich schon dazu sagen, wenn man auch hingeht und dann wählt. Ja. Wenn man herumrennt und sagt, das ist alles schon Leihwand und alles schon gelaufen, das ist nicht gut. Also da muss man auch hingehen und wählen. Also ich glaube, dass der Ludwig das sehr gut machen wird. An einer Auferstehung der Strache glaube ich nicht, um das vorwegzunehmen. Unter 5%. Ja. Und die anderen Parteien sehe ich im Moment nicht. Gut, das war's. Das war die Zeugnisverteilung meiner Politprofessoren Chap und Westenthaler. Du kriegst natürlich einen Einser von uns für diese Sendung. Danke vielmals, das ist großartig. Also von ihm ein Einser, von dir? Also 1 plus. So, danke vielmals, danke auch Ihnen fürs Zuschauen, auch Ihnen ein Einser, dass Sie so mit so viel Begeisterung immer zugeschaut haben. Das war unsere Zeugnisverteilung heute in einer Woche, dann wieder mit aktuellen Themen. Das war's für heute. Gute Nacht.